Der A68, ein etwas kürzeres Alkoven-Modell von Sunlight. Daneben steht nämlich der A72, auch den haben wir eben gefilmt. Der ist ein bisschen länger. Der hier liegt bei unter 7 Metern. Der A68. Ja, wichtig ist der Preis, 51.221 €. Der große Bruder A72, 53.221. Und ja, wir schauen uns heute mal das 2021er Modell an. Hier ist Marlene, ich grüße dich herzlich. Hallo Sven. Hallo, komm mal mit. Denn wir stellen uns erstmal davor, du hast ja schon gesagt, die Elvis-Tolle, die ist dir aufgefallen, die ist da oben drauf. Und das Fahrzeug selber hat einen Alkoven, das heißt ein Bett über dem Fahrerhaus. Genau. Das ist verbunden mit ganz viel Platz. Ja, vor allem in der Höhe. Ich war überrascht bei dem ersten Fahrzeug, wie hoch das geht. Raumgefühl pur, das heißt, du bist gar nicht eingeengt? Überhaupt nicht. So, schauen wir uns mal drum. Fiat Ducato. Das sind die technischen Daten, das Basisfahrzeug, also nochmal die Länge 6,60 Meter, 3,14 Meter ist die Höhe, Breite sind 2,32, 3,5 Tonnen, Zuladung 710 Kilogramm und dieser hat 4 eingetragene Gurtplätze. Und hier sieht man, was hier alles dabei ist. Basispreis 42.000, also knapp 43.000 € und wie er hier steht, für 51.221 €. So, ich lasse das mal ganz kurz wirken an der Seite. Also das ist so der Frontaufbau. Darüber haben wir uns schon ein bisschen lustig gemacht, ja, dass also man ja die integrierte Sonnenblende hat durch den Alkoven. Naja, lustig nicht, aber es ist schon praktisch. Schon, oder? Ja. Cool. So, gehen wir mal außen rum. Schauen wir uns mal die beiden Brüder an. Da vorne ist das Gaskastenfach. Das sieht man direkt mal. Marlene hat einen Schlüssel dabei. Bitte mal öffnen, denn auch das lässt sich ganz leicht öffnen. Und auch Wahnsinn. die Gaskästen, also es hält auch hier. Die lassen sich ganz leicht einladen, weil man eine ganz ebene Kante hat. Man kann also das hier rausklacken und 2 Gasflaschen, 11 Kilo, nehmen hier Platz. So, ich denke, wir brauchen nicht jedes Fach nochmal extra zumachen, dann sparen wir viel Zeit für die Leute. Hier ist die Kassettentoilette, diesmal ein etwas größeres Modell. Ja. Die andere war Ist ja witzig, in dem großen waren eine etwas kleinere. Ja, gut, das ist wahrscheinlich, was man möchte, oder? Ich weiß es nicht, aber die ist jetzt, wenn du mal ganz rausziehst, Ja. nee, die ist ungefähr genauso groß. Ja? Ich glaube, das täuscht. Okay, also da kann man sich auch eine zweite zulegen, wenn man mit Family unterwegs ist und kann eine bunkern und beide zeitgleich dann entleeren. So, hier komme ich dann nicht mehr durch oder könnte gehen, wenn du ganz aufmachst. Ja. Mal schauen, ob wir die Klappe aufkriegen. Denn bei den Alkoven-Modellen gibt es immer wieder Überraschungen. Der ist jetzt ein bisschen kürzer. Willst du mal probieren, ob es aufgeht? Und? Der Seite kommt. Ja, geht. Sekunde, ich komme mal auf der Seite. Zeig das mal gerade. Sie stehen nämlich eng an eng. Das ist uns die Heckpartie, wo wir gerade dabei sind. Und hier sieht man, man hat also zumindest mal sichtbar hier ein Stockbett und oben drüber, da scheint noch eins zu sein. Das gucken wir uns gleich mal von innen an. Und hier hast du dann ganz viel Kofferraum drin. Auf der anderen Seite auch eine Klappe, die wesentlich weiter runter geht, sodass man hier dieses Bett auch wieder hochklacken kann und Fahrräder transportieren kann. Okay? Passt. Auch hier wieder der Einstieg wahrscheinlich hinten. Ich guck mal gerade. Ne, diesmal vorne. Interessant. Denn hier bei dem etwas längeren Modell ist der Einstieg hinten. Da sieht man es. Haben wir uns auch ein eigenes Video gedreht über das Fahrzeug. Am besten mal anschauen, dann sieht man beide. Und hier kann man sehen, kann man komplett dann durchladen. Du kannst einfach hochdrücken. Da ist Stauraum. Stauraum. Auf einmal, genau. Und hier unten ist auch das Bordwerkzeug drin. Auf der Anti-Rutschmatte.
und zur Ösen. Danke. So, das ist die Aufbautür. Ein Truma 6, hier ist der Stromanschluss. Das sind die Fenster. Tür an einer anderen Stelle diesmal. Ja, diesmal vorne, nicht vorne. hinten. Klassisch. Genau. So, Aufbautür, 2 Stufen. Wir gehen rein. Und wieder dieses große Raumgefühl. Ja, aber diesmal anders aufgebaut, ne? Ganz anders. Ja. Küche also klassisch auf der linken Seite, wie man das kennt. Ja. Dann die Sitzgruppe gegenüberliegend, die auch nicht umgebaut werden muss. Das ist vielleicht auch vielen wichtig, dass man also selbst wenn man hier mit 4 Personen unterwegs ist, hat man seine feste Sitzgruppe. Die hast du tatsächlich. Aber es sind wahrscheinlich nur die 2 zugelassen, oder? Ja, es sind, also steht drin, dass 4 eingetragen sind. Genau, weil die sind ja nicht mehr zulässig, ne? Die Beckengurte weiß ich nicht. Also das ist nicht mehr. wird man dann sehen. Hier vorne siehst du das Fahrerhaus. Das Polster. Gucken, ob sich der Sitz drehen lässt. Nee, der ist auch fest. Und hier oben hast du dann dein Alkovenbett, was sich wahrscheinlich auch wieder hochdrücken lässt. Ja, auch wieder mit Hausfallschutz. Hausfallschutz, genau. Oben zu fixieren. Ist auch hier die Gardinen wieder, um zu vereinzeln. Da oben kann man zuziehen. Und eine riesen Liegefläche. Wahnsinn. Da hinten ist die Leiter drin zum Hochsteigen. Genau. Ja. Ich glaube, die meisten Kinder steigen dann wahrscheinlich hier über diese Kopfstützen hoch, wenn sie die Leiter nicht haben. Mach mal hoch, ja. Oben sieht man also für die... Ich brauche gar nichts machen. Muss nichts machen? Nee. Gasdruckfeder. Geht was oben. Mach nochmal runter, Toll. weil es so schön war. Klack. Genau. Also Länge hier, denke ich auch, so 2 Meter, 2,30 Meter mal 2 Meter. Da hast du eine riesen Liegewese. Und Fenster auf der rechten Seite, oben nochmal ein Fenster. Soll ich das mal testen? Willst du mal testen, ja? Willst du Schuhe ausziehen? Geht's da mal hoch? Dann hat man nämlich unser Größenvergleich. Ich bin jetzt hier ziemlich weit hinten im Moment. Das ist der Raum. Der öffnet sich dann nach oben. Je weiter ich reinkomme, habe ich mehr Stehhöhe durch den Alkoven. So, Marlene krabbelt mal hoch. Das hält dich aus. So, und da ist dann die Leiter. Das ist der Wahnsinn. Viel? Das heißt, du kannst die Arme ganz ausstrecken. Ja, ich kann die greifen. Du kannst sie greifen. Also ich schätze mal 2 Meter Breite ungefähr. Bisschen mehr. Ein bisschen mehr, oder? Ja, wir gucken gleich mal nach. Nachschauen, 2 Zentimeter. Aber riesig. Also wenn ich das jetzt hier sehe, du gehst einmal komplett drauf. Also ich bin jetzt wirklich dran. Bist jetzt Press. Ja. Und hinten hast du nochmal einen Meter Platz. Okay. Also das heißt, Einmal quer reinlegen, mach mal. ich wollte gerade sagen, jemand, der wirklich Ob das noch geht? ein bisschen größer ist. Nee, quer. Mach mal quer. Ich will mal gerade sehen, wie weit dein Kopf rausguckt dann. Nee, meinst du jetzt längs. hier? Genau, in Fahrtrichtung. So, du bist ja 1,72 und jetzt mal sehen, ob du dich komplett reinlegen kannst, weil meine Vermutung war ja 2 Meter Länge. Nee, ist nicht der Fall. Also ich schätze mal 1,60 Meter ungefähr ist die Länge. Und Kopf guckt jetzt ein bisschen raus, oder? Ja. So, und das wäre dann so der Kopftest. Kannst ja mal messen. Ja, ich denke mal so 1,60 Meter mal ja, komplette Fahrzeugbreite, 2,30 ungefähr, 2,20. Toll. Gut, komm mal runter. Da ist die Leiter, willst du mal probieren? Das heißt, nimmt man die dann auch mal mit hoch? Du, ich glaube, die meisten, die haben die gar nicht montiert. Weil die Kids sowieso wahrscheinlich über die Teile ein- und aussteigen. So, das ist die Leiter. Ja, Wahnsinn. So, jetzt bist du quasi barfuß. Ja. Wie sind die Stufen? Sind die breit genug?
Ja, für mich schon. Geht. Ja, geht. Also ich bin jetzt nicht geübt, ne? Aber es geht. Ist gut. Klar, wenn du jetzt natürlich entsprechend gehbehindert bist, dann ist das nichts für dich. Aber Das nicht, aber dafür ist das Bett im hinteren Bereich. im hinteren Bereich, das hat nämlich den Vorteil, das kann man einfach sitzend einnehmen. Können wir gleich mal zeigen. Da oben sind nämlich 2 Stockbetten. Ja, und hier diese riesen Sitzgruppe. In Neudeutsch Face to Face. So, sie klackt das mal hoch. Dadurch erhöht sich natürlich nochmal der Einstieg, wenn ich jetzt zum Fahrhaus gehe. Wenn du mal reingehst zum Fahrhaus. Ja. Ein Schübchen mit. So, das heißt, der Einstieg ist jetzt komplett offen. Du stößt ja nirgendwo den Kopf. Nein. Das ist echt wunderbar. Und man sieht ja hier wieder auch Die Gardinchen, Gardinchen. Könnte dann abends die Vorhänge. die Vorhänge zuziehen und Blicke von draußen. Heißt, wenn du noch was arbeiten willst, könntest du zur Not dich auch hier hinsetzen und könntest noch was lesen. Und dann hier die Aussicht genießen nach vorne. Klar, das geht auch. So, typisches Fahrerhaus. Ich glaube, den Fiat Ducato müssen wir jetzt nicht explizit nochmal vorstellen. Da ist er. Die technischen Daten saßen da, aber viel wichtiger ist ja unsere permanente Sitzgruppe, die auch, wie ich sehe, ja, auch die kann umgebaut werden zum Bett, wenn man das möchte. Ja, du kannst die Tischplatte unten einhängen, genau. Ja. Und dann Oben hat man dann nochmal Stauraum. Hier oben kann ich dann was Leichtes drauflegen, wenn ich stehe. Großes Fenster nochmal, was sehr viel Licht schafft. Eine große Küche, die ja, so riesig ist. Wahnsinn, wirklich. Große Schränke. Also, Tolles Familienauto, oder? ja. Es hat wirklich Stauraum, Platz. 3 tiefe Regale. Der Besteckkasten. Genau. Die Absperrhähne. Hier sind nochmal integrierte 12 Volt und einmal die Steckdose. Lichtschalter. Ein großer Herd ist dabei. Ja. Herdplatte auch ganz hübsch. Mit 3 Kochfeldern. Die Spüle. Hier hast du nochmal wirklich Abstellbereich. Hier könntest du, denke ich mal, noch etwas ergänzen. Haken, Ich weiß nicht, was die alles anbieten, aber Abschlepphaken fürs Auto. Kannst du? nee, aber ich würde wahrscheinlich hier dann die Küchenrolle Ich glaube, es gibt da Zubehör. Gewürze, Genau. was auch immer. Ich sag ja, je nachdem, wer was wünscht. Ja, da ist die Steuerung für die Kombi 6. Entweder warmes Wasser oder Heizung plus warmes Wasser. Sehr einfach zu bedienen. Ich bin ja großer Fan von analogen Steuerungen. Einfach Drehrädchen, Ende. Da vorne hast du jetzt den großen Kühlschrank von Tedford. AES-Kühlschrank. Gas 12 Volt und 230 Volt und oben das Gefrierfach. Da passen sogar Pizzas rein. Ja, Das ist natürlich bei der Größe. wenn man das will, ja. Dann hier nochmal eine Luke, die Licht schafft. Da oben hast du nochmal ein großes Staufach. Der Nassbereich. Oh, unten auch noch. Warte, Ja, unten ist auch noch eine Klappe. das ist eine Klappe, gell? Und das hat man auch noch nicht daneben, oder? Was denn? Oder hatten wir den schon? Den Schrank? Nee. Da ist auch nochmal ein Schränkchen. Da ist auch noch einer. Ich zeige es mal gerade komplett, dass man das sieht. Also hier hast du links hast du den großen Schrank. Daneben diesen Schrank mit der Ausziehschublade und rechts nochmal ein Schrank. Dann hier unten ein Schrank. Da ist der Kleiderschrank. Der wirklich riesig ist. Ja. Also wie in einem Wohnwagen, so groß. Also wer sich da auskennt, so Tabak und Co. Ja, da kannst So du groß ist der. Warte, ich stelle dich mal gerade daneben, mach mal auf. Da kannst du einmal kurz reinkrabbeln, so groß ist der. Tschüss. passt. Und unten hast du dann das gleiche nochmal. Das ist die Heizung. Genau. Okay. Da sitzt nichts. Die Kombi. Die ist dann Gut, irgendwo muss das ganze Zeug ja noch hin. Ja, aber dafür ist tatsächlich wirklich noch einiges am Stauraum hier dran. Dann Spiegel, Spiel nochmal die 2 Kleiderhaken. Stockbetten, hatte ich halt mal rein.
mit eigenem Fenster mit dabei. Das wäre jetzt hier mein Platz. Hier würde ich schlafen. Echt? Ja, Das wäre dein Platz? ganz alleine mit 2 Meter und keine Ahnung 20 Länge. Ja klar. Das Hast du dann Platz oben, kannst du dein Handy ablegen. Und wirklich toll. Unten hast du das gleiche nochmal, allerdings ohne Fenster. Du könntest aber zur Not eine Tür auflassen. Und drunter könnten sogar noch die Tiere, könnte man noch eine Öffnung machen. Kann man die Hunde reinmachen. Wenn man dann nicht genug hat von Kindern, so wie wir, noch 3 Hunde dabei hat. genau. Großes, was ist das? Festdusche hier. Ja, deswegen. Ich habe mich schon gewundert. Ja, also der Platz von hinten, der ist jetzt hier in der Dusche So, in der Tür hast du nochmal Ablagen. Quietsch. Ein bisschen Tropfen Öl. Das ist für die Handtücher, oder? Badetücher. Ja, die kannst du da abhängen. Genau, du meinst Ablage. Dann hast Geh du schon hier mal rein. nochmal Toilette. Ja, soll ich Genau, mal öffnen? geh mal rein. Schränkchen. Ja. Waschbecken. Da oben ist noch da unten ist noch ein Kleiderhaken. Noch ein Schränkchen, Ablage. Und Die drehbare Toilette, Tedford. Haben wir ja draußen schon gesehen, die Kassette. Die große Dusche. große Dusche. Mit Duschabtrennung. Ja, Kein Schwenkbad, sondern feste Dusche. das ist schon. Das heißt, man könnte, also hier könnte die Mami zum Beispiel sitzen und könnte den Kleinen dann abduschen, ohne dass man sich irgendwie groß bücken muss. Guten Tag. Und sie hat es komplett mal zugemacht. Das geht Am besten, wenn ihr so Tankvolumen und sowas haben möchtet, am besten geht mal auf die Webseite von Sunlight und da könnt ihr das Modell einfach Guck mal, eingeben. hier ist auch nochmal. Handtuchhalter Ja, oder für Klamotten zum Trocknen, ja, wenn das Wetter draußen nicht stimmt. und ein Fenster natürlich drin. Das große Geschäft. So, hier Sitzgruppe. Da ist dann der Alkoven. Schränke. Ich setze dich mal gerade auf die andere Seite, dann sieht man besser die Küche. Das ist dann der Küchenblock. Dann allein diese Höhe hier. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man es nicht live sieht. Also man muss sich das echt mal angucken. Die Marlene steht jetzt komplett drin und da geht noch mal eine halbe Marlene rein. Das ist schon sehr, Wahnsinn, ja. sehr, sehr viel Platz. Und dann hat man hier die Küche und kann dann direkt sich von seinem Mann bedienen lassen. Wenn man hier sitzt, abends gibt es dann noch einen Rotwein und der geht dann hier an den Tisch ran. Oder was alkoholfreies. Dann hat man hier Fenster, man hat Riesenfenster zum Rausgucken. Also richtigen Panoramablick, ein paar Gardinchen sind dabei und ja, für das Geld, Marlene, knapp über 50.000 Euro, Ja, finde ich super. kannst nichts sagen, oder? Ja, und du kannst auch komplett hier machen. Wahnsinn. Funktioniert auch alles. Das, ohne das, Fliegengitter, das muss sein. mach nochmal auf. Also das war das Fliegengitter. Da vorne ist nochmal ein Handlauf zum Aussteigen. Oder einsteigen. Und das ist der Blick nach vorne ins Cockpit. Und einmal nochmal nach oben mit dem Alkoven. Wenn du nochmal runterklappst, man sieht, es ist jetzt nicht ganz so kalt wie gestern, deswegen sind die Gasdruckfedern, dann sieht man, also auch das könnte man dauerhaft oben lassen oder halt einfach für die Fahrt hochklappen und einmal oben dann fixieren. Da ist nochmal der Vorhang, zeig mal rechts. Kommst du da ran? Rechts oben? Ah, da. Da ist wahrscheinlich das Bett drauf. Nee, das ist fest. Ah. Und dann kann man da zumachen. Kann man die Kleinen schon mal schlafen legen. Genau, in der Mitte wieder mit Klett kannst du das Gegenstück dann auch festmachen. So, ich denke, wenn man so eine Familie hat, braucht man auch keinen Fernseher, sondern dann hat man ein Tablet. Ansonsten sich mal informieren lassen, wo der eingebaut werden kann. Da gibt es bestimmt Lösungen. Wir wollten euch erstmal das Fahrzeug an sich zeigen. Also viele fahren ja auch nicht in Urlaub, um Fernsehen zu gucken. So sieht's aus. Genau. Komm, wir gehen mal raus, machen Abmoderation. Eben war die Sonne noch da, jetzt ist sie weg. Gehe ich mal nach links. Geht das? Ja, geht. Hier steht da 150 PS, 2,3 Liter,
Das sind die technischen Daten vom Sunlight. Länge 660, Höhe 314, 2,32 Meter. Und hier ist nochmal die Ausstattung. Und ja, wie er hier steht, für brutto inklusive Steuer 51.221 €. Und hier hat man dann noch bis Ende des Jahres. Mit Ausstattung laut Preisschild 150 PS, Chassispaket, Basic-Paket und für 51.221 Alkoven. Ja, es gibt ja nicht nur Alkoven-Fans, es gibt ja auch Fans von der klassischen Bauweise. Da werden wir jetzt mal durchgehen. Noch 4 Stück. Für euch machen wir ja alles. Und das war jetzt der A68, beziehungsweise in einem anderen Video der A72. 2 gleiche Brüder. Der eine etwas länger und doch ganz anders. Vielen Dank, Marlene. Sehr gerne, Sven. Ciao.